es scheitert entweder am Schneidbrenner oder an der Zusage. Wir brauchen sowieso beides. Ja, nur wir haben die überrumpelt. Da war es jetzt wirklich nicht gut. Heute muss es sich zeigen, ob die Tour was wert ist. Wir sind jetzt zurück aus der Damastschmiede vom Andreas Hinrichs, wieder in unserer eigenen Fertigung in Solingen. Und hier haben wir auch den Klingenrohling und das Reststück, das aus der Kantel geworden ist, die wir zuletzt nach dem letzten Bearbeitungsschritt aus der Walze noch rotglühend in Andreas Schmiede gesehen haben. So, was wir jetzt hier haben, ist zum einen der Rest der Damaststahlkantel, die plan geschliffen wurde, damit wir eine gleichmäßige Oberfläche und ein definiertes Höhenmaß haben. Und dann ist diese Kantel extern zum Laserstrahlschneiden gegangen und der Klingenrohling, der dabei rauskam, wurde dann anschließend nochmal weich geglüht, weil beim Laserstrahlschneiden Wärme in die Schnittflächen eingetragen wird und der Stahl dabei schon härtet. Damit wir das jetzt hier in den CNC-Maschinen weiter bearbeiten konnten, wurden die Klingen auch noch einmal extern weich geglüht. Deshalb sieht man hier diese bläuliche Oberfläche, das kommt von der thermischen Behandlung. Und man kann eben auch schon sehr schön dieses Muster große Pyramiden sehen, die bei Andreas in der Schmiede in der Walze reingekommen ist mit dieser mit dieser Waffeleisenstruktur. Und hier kann man eben schon sehr gut sehen, wie es sich durch die verschiedenen Lagen gedrückt hat. Und dieses Muster wird es auch beim weiteren Schleifen, wird die Klinge dieses Muster behalten. So, und da jede thermische Behandlung, also auch das Weichglühen, wieder einen thermischen Verzug mit sich bringt, einen Materialverzug, also sprich, dass sich die Klinge nochmal verzieht, also verbiegt, wird sie jetzt nochmal standardmäßig bei uns hier im Hause gerichtet. Und das passiert hier auf diesem guten alten Schätzchen. Das ist eine Fraktionspresse. Das ist die letzte ihrer Art. Hier stand mal alles voll damit. Da haben wir früher die Klingen mit ausgestanzt. Jetzt wird eben entsprechend Laserstrahl geschnitten. Die hier macht aber immer noch einen guten Job mit für uns, indem sie einfach die Klingen hier richtet. Die Klingenrohlinge sind jetzt vom Härten zurück. Das ist ein externer Prozess, der dauert immer ein paar Tage. Und das ist wirklich, finde ich, ein magischer Vorgang. Wirklich die Umorganisation der Atomgefüge. Das können nur Metaller, das finde ich wirklich spannend. Das ist aber so ein großes Thema, dass wir da vielleicht auch noch mal ein eigenes Video draus machen. Aber wie gesagt, die Klingen sind jetzt gehärtet und der nächste Schritt ist, dass die Außenkontur auf der CNC-Maschine auf Endmaß bearbeitet wird. So, und hier haben wir jetzt einmal eine halb außen gefräste Klinge. Da kann man gut den Unterschied sehen. Einmal die unbearbeitete Kontur gehärtet nach dem Laserstrahlschneiden und einmal die fertig bearbeitete Kontur auf Endmaß nach dem Fräsen. Hier werden jetzt die Klingenrohlinge, die Außenkontur der Klingenrohlinge auf Maßhaltigkeit überprüft. Das passiert also es ist ein optischer Prozess auf einem digitalen Messprojektor. Das ist ein vollautomatischer Prozess und die Klingenrohlinge werden zweimal auf Maßhaltigkeit kontrolliert. Einmal direkt nach dem Laserstrahlschneiden, ob sie da das gewünschte Maß haben, und zum zweiten Mal nach dem Fräsen, wenn die Außenkontur das Endmaß erreicht hat.
Die Außenkontur ist jetzt bearbeitet und jetzt wird hier hinter dieser Tür, das ist die Schleiferei, die sogenannte Primärphase oder auch der Anschliff aufgebracht. In der Schleiferei stellt man sich jetzt vielleicht eher die Männer mit den gebogenen Rücken an den Schleifböcken, an den Bandschleifern vor. Das ist nicht diese Abteilung, das haben wir auch, das sehen wir später, das ist der Handabzug. Und was man über alle Maschinen in dieser Abteilung sagen kann, da ist nichts von der Stange. Die sind alle aus dem Sondermaschinenbau. Die Anforderungen bei uns in der Messerherstellung sind so spezialisiert, dass wir da nichts Fertiges einfach so einkaufen können. Die Klingen haben jetzt ihre Primärphase und wir folgen denen jetzt blitzefix hoch zum Ätzen. Der Klingenrohling wurde jetzt von den Handpliestern fein satiniert und für den nächsten Arbeitsschritt, das Ätzen, vorbereitet. Wir müssen den Damast ätzen, damit die unterschiedlichen Lagen zeichnen, wie wir das nennen. Ein ungeätzter Damast sieht fast aus wie ein Monostahl. Das kann man, wenn man ihn ins Licht hält und so ein bisschen dreht, dann kann man ganz leicht die Lagen schimmern sehen, aber es ist keine schöne, kontrastreiche Ätzung, die wir uns beim Damast wünschen. Wir wollen den Damast natürlich zeigen. Und das passiert hier in dieser Abteilung. Ich dachte, bevor ich bei Böker gearbeitet habe, das passiert wie in einem galvanischen Betrieb. Auf großen Racks, wo ganz viele Teile, in unserem Fall Klingen, dann draufgehängt würden und es wird automatisiert durch verschiedene Bäder getaucht. Das ist hier nicht der Fall. Hier wird wirklich jede einzelne Klinge einzeln geätzt in einer Mischung, in einer hauseigenen Mischung von Säuren, die auch Salzsäure enthält zu einem wesentlichen Anteil. Die Klinge wird vom Kollegen in dieser Abteilung einzeln eingetaucht, dann abgewaschen. Das Ätzresultat wird beurteilt. War es noch nicht stark genug, dann wird sie nochmal eingetaucht, nochmal abgewaschen. Also auch das ist wirklich eine Abteilung und ein Arbeitsschritt, der wirklich viel Handarbeit, viel Zeit und viel Erfahrung erfordert. Wir sind jetzt in der Reiderei. Der Reider ist ein traditioneller Solinger Ausbildungsberuf, den wir auch noch hier im Hause ausbilden. Der Reider setzt alle Teile des Messers dann zum fertigen Messer zusammen und das geschieht in dieser Abteilung. Im Fall des Tirpitz sind es Schraubverbindungen. Die werden mit einem pneumatischen Handschrauber mit einem definierten Drehmoment hier von Hand zusammengesetzt. Die Endkontrolle, in der wir uns jetzt befinden, ist natürlich eine sehr wichtige Abteilung, weil sich hier entscheidet, ob das Messer, nachdem schon sehr viel, der größte Teil der Arbeit investiert wurde, das Werk verlassen darf als ein Böker-Messer oder nicht. Und deshalb durchläuft jedes Messer diese Abteilung auch zweimal. Und wenn es hier sein Go bekommt, dann geht es erst in den Handabzug und bekommt seinen Schliff und seine Schärfe, was das Messer dann letztendlich ausmacht. So, der Teil der Reise, den wir das Tirpitz-Messer begleitet haben, der endet hier. Das Tirpitz geht jetzt neuen Abenteuern mit seinem künftigen Besitzer entgegen. Wir sehen es in der Regel nicht wieder. Trotzdem weise ich darauf hin, dass wir eine lebenslange Garantie auf dieses Messer haben und auch einen lebenslangen kostenlosen Nachschleifservice. Sollte das Messer also einmal durch unsachgemäße Behandlung gerostet sein oder durch eigenes Nachschleifen die Klinge verschliffen sein, dann haben wir hier im Werk auch immer noch mal die Möglichkeit, das noch mal komplett blau zu pließen, die Klinge wieder blank zu machen und neu zu ätzen. Sollte euch das mal passiert sein, dann habt keine Scham, es zurückzuschicken. Das hier ist eine Freundschaft fürs Leben, der Kauf dieses Messer. Das auf jeden Fall. So. Für unsere YouTube-Verhältnisse ist jetzt eine kleine Saga zu Ende gegangen, die Tirpitz-Saga. Ich hoffe, es war einiges für euch dabei. Bleibt neugierig und habt eine gute Zeit.